Hallo Leute! Good morning! Guten Morgen! Don't be so happy, Daniel. Sei nicht so glücklich, Daniel. It's early. Es ist früh, People watch and listen to this. wenn sich Leute dies anhören. So look, it doesn't just say that grace and truth came through Jesus. Schau, es heißt also nicht nur, dass Gnade und Wahrheit durch Jesus gekommen sind. This is what it says in verse 17. Das steht im Vers 17. But what does it say in verse 14? Aber was steht im Vers 14? That Jesus was full of truth and grace. Jesus war voller Gnade und Wahrheit. So that means that he was the perfect expression of truth and grace. Das bedeutet, dass er der perfekte Ausdruck von Gnade und Wahrheit war. It's so amazing about Jesus Weißt du, es ist so erstaunlich von Jesus. that he never ignored sin or said sin is not bad. Er hat nie Sünde ignoriert oder gesagt, dass Sünde nicht schlecht ist. You know, often when I heard messages preached about John chapter 8, Oft, wenn ich Botschaften über Johannes 8 höre, when they came with the woman of idolatry, als sie mit der Ehebrecherin kamen, the woman of idolatry to Jesus, sie brachten die Ehebrecherin zu Jesus. you know, and Jesus said, well, he bowed down in the sand and he wrote. Und Jesus sagte, er beugte sich runter und schrieb in den Sand. And he said, Und er sagte, you know, where are those who condemn you now? Where are your accusers? wo sind die dich verdammen? Wo sind deine Kläger? And what did the woman say? Was sagte die Frau? The woman said, there are none. Die Frau sagte, es gibt keine. What did Jesus tell her? Was sagte ihr Jesus? He said, neither will I condemn you. Dann werde ich dich auch nicht verurteilen. But you know what is the incredible thing about this story? Weißt du, was das Unglaubliche an dieser Geschichte ist? I mean, when she said, Lord, there is nobody who condemns me, Als sie sagte, Herr, da ist niemand, der mich verurteilt. Jesus said, okay, me neither. Dann sagte Jesus, okay, ich auch nicht. But you know, this is usually where preachers stop preaching. Weißt du, gewöhnlich hören hier die Prediger auf zu predigen. Jesus doesn't condemn the sinner. Jesus verurteilt keine Sünder. Jesus loves him unconditionally. Jesus liebt bedingungslos. He's so gracious and so Er kind. ist so gnädig, so gütig. But look, Aber schau, to read to you from the Bible exactly which words Jesus said. ich werde dir aus der Bibel genau vorlesen, welchen Vers Jesus sagte. Er sagte dieses, Verse 11. Vers 11. In verse 10 he asks, is nobody condemning you? In Vers 10 fragte er, hat niemand dich verurteilt? She said, no one, Lord. Sie sprach, niemand, Herr. And Jesus responds. Dann antwortete Jesus. And Jesus said to her, neither do I condemn you. Und Jesus sagte zu ihr, auch ich verurteile dich Where nicht. people stop. Und hier hören Menschen auf. But Jesus didn't stop. Aber Jesus hörte nicht auf. Let's go and sin no more. Er sagt, geh hin und sündige nicht mehr. Why did Jesus say that? Warum sagte dies Jesus? Because Jesus knew that grace without the truth that sin is destructive is not going to help you. Weil Jesus wusste, dass Gnade und eine Wahrheit gegen die zerstörende Sünde dir nicht helfen wird. We need grace and we need truth and we need it in fullness. Wir brauchen Gnade und Wahrheit und wir brauchen beides in Fülle. Look what happened to the woman at the well. Schau, was mit der Samariterin passierte. It is the same thing. Es ist genau das Gleiche. Jesus was so full of grace. Jesus war so voller Gnade. Jesus loved her so unconditionally. Jesus liebte sie bedingungslos. Jesus sat down and spoke to her and he was not even supposed to talk to her. Jesus setzte sich und redete mit ihr, obwohl er gar nicht mit ihr reden sollte. She was a woman, secondly, she was an enemy. Weil sie erstens eine Frau und zweitens ein Feind war. Both of those things Jesus would have never done. Beides hätte Jesus niemals tun sollen. How gracious. Wie gnädig. But was Jesus just full of grace with this woman? Aber war Jesus nur voller Gnade mit dieser Frau? No, he was full of grace and truth. Nein, er war voller Gnade und Wahrheit. He said, bring me your husband. Er sagt, bring mir deinen Ehemann. You know, and then he gave her the word of knowledge that she had a whole bunch of men and the one she lived now with is not even her husband. Und dann gab er ihr ein Wort der Erkenntnis, dass sie eine ganze Menge Männer hatte und der, mit dem sie jetzt lebt, nicht wirklich ihr Ehemann You imagine ist. if Jesus would have only come with the truth. Stell dir vor, wenn Jesus nur mit der Wahrheit gekommen wäre. Terrible woman. Oh, du schlimme Frau. Can't even keep a marriage straight. Kannst nicht mal eine Ehe richtig führen. I mean, one after the other, you messed up. Eines nach dem anderen, du hast es vermasselt. And now finally you live in a man that's not even your husband. You adulterous woman. Und jetzt lebst du mit einem Mann, der nicht einmal dein Ehemann ist, du Ehebrecherin. Repent, repent, you bad woman. Tu Buße, du schlimme Frau. It would be true, Das wäre die Wahrheit, but destructive. aber zerstörend. But what would have happened? Was wäre geschehen, Jesus would have only brought grace. wenn Jesus nur Gnade gebracht hätte? Listen, I love you, you're so wonderful. Hör, du bist so wunderbar, ich liebe dich. What an incredible sweet woman created in my image. Was für eine unglaublich süße Frau, geschaffen in meinem Ebenbild. Anything that's going on in your Mach life, dir keine Sorgen, was in deinem Leben passiert. receive my grace and be happy. Empfange einfach meine Gnade und sei glücklich. What would that have done? Was hätte das getan?
It would have continued her in her destructive lifestyle. Das hätte sie ermutigt, in ihrem zerstörerischen Lebensstil weiterzumachen. You know, what actually opened her heart to receive the grace was the truth. Weißt du, was ihr Herz geöffnet hat, um die Gnade zu empfangen, war die Wahrheit. What did she say? Was sagte sie? She said, listen to a man who told me everything I ever did. Ich hörte einem Mann zu, der mir alles sagte, was ich jemals getan habe. What did he tell her? Was hat er ihr gesagt? He told her about all the messages made in her life. Erzählt ihr das ganze Durcheinander ihres Lebens auf. The truth opened her heart to receive grace. Die Wahrheit öffnete ihr Herz, um Gnade zu empfangen. Do you know, this is something that as somebody who loves people is very sad for me. Das ist etwas sehr Trauriges für jemanden wie mich, der Menschen liebt. How many Christians never mature. Wie viele Christen werden nie reif? Talk about grace, they talk about the new Sie covenant, sprechen über Gnade, über den neuen Bund. about the finished work of the cross, Sie reden über das vollbrachte Werk am Kreuz. but they always reject the truth. Aber sie lehnen immer die Wahrheit ab. This week I was in our meeting, Diese Woche war ich in einem Meeting and one lady said, und eine Frau sagte, she said, you know, I asked the Lord to show me my heart. ich bat den Herrn, mir mein Herz zu zeigen. And she said, and when he showed me all the garbage in my heart, it was so bad. Und als er mir den ganzen Müll in meinem Herzen zeigte, war das so schlimm. She said, it was such a bad moment. Es war so ein schlimmer Moment. I said to her, Ich sagte zu it ihr, was not a bad moment, it was an amazing moment. es war kein schlechter Moment, es war ein wunderbarer Moment, Because now you've seen the truth. weil du jetzt die Wahrheit gesehen hast. Look, Christians who don't want to know the truth are Christians who never change. Weißt du, Christen, die die Wahrheit nicht kennen wollen, sind Christen, die sich nicht ändern. Remember when Debbie confronted things in my behavior in marriage, it was very, very painful. Ich erinnere mich, als Debbie mich mit Dingen konfrontierte bezüglich meiner Ehe, war das schmerzhaft. So painful. So schmerzhaft. And I said to her, Und ich sagte zu ihr, sweetheart, that was one of the most wonderful and important things you've ever said to me. Liebling, das war eine der wunderbarsten und wichtigsten Dinge, die du jemals zu mir gesagt hast. Because I could honestly look into my own heart and see the truth. Weil ich ehrlich in mein eigenes Herz blicken konnte und die Wahrheit sehen konnte. Good husband as I always thought I am. Dass ich nicht so ein guter Ehemann bin, wie ich es immer dachte. By facing the truth, I could take grace and be transformed. Und indem ich der Wahrheit ins Auge sah, konnte ich die Gnade annehmen und verändert I'll werden. see you tomorrow. Ich sehe dich morgen.